Deutsch lernen durch Hören. Lena als Barkeeperin. Es ist 17 Uhr und Lenas Arbeitstag beginnt. Für die nächste Stunde macht sie die Tische und die Theke sauber. Dann bereitet sie die Früchte für die Cocktails zu. Sie schneidet Ananas, Orangen, Äpfel und vieles mehr in Scheiben. Um 18 Uhr schließt Lena die Bar auf und ordnet die Gläser und Flaschen hinter der Theke, während die ersten Gäste kommen. Vor 20 Uhr ist die Bar ziemlich leer und Lena hat nicht viel zu tun. Doch je später es wird, desto stressiger wird es. Da die Musik so laut ist, hat sie manchmal Probleme, die Leute zu verstehen. Nun mixt Lena den ersten Cocktail des Abends, eine Piña Colada. Dafür muss sie Rum, Ananassaft, Kokossirup, Sahne und Eiswürfel in den Shaker füllen und kräftig schütteln. Nach etwa 30 Sekunden sollte alles gut miteinander vermischt sein. Zum Schluss gießt sie das Getränk in ein Cocktailglas und verziert es mit einer Scheibe Ananas und Ananasblättern. In der Bar werden neben den klassischen Cocktails wie Cosmopolitan und Mojito auch eigene Kreationen serviert. Auch Lena durfte 3 Cocktails selbst kreieren, die nun auf der Karte stehen. Den restlichen Abend schenkt Lena Bier aus, mixt Cocktails und serviert kleine Snacks. Es gibt Chips, Nüsse, Nachos und andere Snacks. Doch Lena schenkt nicht nur Alkohol aus, auch Cola, Säfte oder Wasser werden in Mengen getrunken. Um etwa 22 Uhr muss sie meistens das erste Mal nach hinten ins Lager, um neue Zutaten und Getränke zu holen. Wenn die Bar um 3 Uhr schließt, ist der Arbeitstag für Lena noch nicht vorbei. Sie muss noch die letzten Gläser und Utensilien in den Geschirrspüler einräumen, die Theke putzen und die Tische und Sessel auf ihren richtigen Platz stellen, bevor sie endlich nach Hause in ihr Bett kann.